Als mir die MS-Diagnose gestellt wurde, da habe ich in Aussicht gestellt gekriegt, in 5 Jahren Rollstuhl, in 10 Jahren Pflegeheim. Das ging dann 1,5 Jahre und in der Zeit 13 Operationen. Ich war damals 32 Jahre alt. Mein Sohn ist gerade auf die Welt gekommen. Nee. Und das war der Weg, wie ich an das medizinische Cannabis gekommen bin. Das habe ich mir so nicht vorgestellt und auch so nicht mit mir machen lassen. Erstmal vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Es geht ja darum, wieder einzuladen von Menschen mit Erfahrung, Praxiserfahrung, zu sagen, nee, das ist jetzt kein Nein-Weg, sondern das ist ein Schau dir das an Weg und vielleicht verändert sich was im Positiven. Aber da ist ja die Frage, wie war dein Weg dahin? Weil du bist ja schon vor dieser ganzen Vereinfachung da an deine Hürden gestoßen. Also bei mir war es so, ich bin 2012, als mein Sohn auf die Welt gekommen ist, am gleichen Tag im Krankenhaus, hat sich was verändert. Auf einmal habe ich am linken Auge nichts mehr gesehen. War dunkel. Also bin dann zum Arzt am nächsten Tag gegangen, beziehungsweise übers Wochenende, weil das war gerade das Osterwochenende. Und ja, dann kam raus, Sehnerventzündung, Verdacht auf Multiple Sklerose. Dann hat es Zeit gedauert, bis die Diagnose dann stand. Das war irgendwann im August 2012. Dann in der Zeit natürlich war es sehr schmerzhaft mit der Sehnerventzündung. Durch das kam ich dann immer auch an stärkere Schmerzmittel. Bin dann irgendwann Tilidin und dann zum Schluss irgendwann Palexia. Das ist Schmerzmittel, was damals noch experimentell eingesetzt wurde und relativ teuer auch war. Und der Grund, warum ich die Schmerzmittel auch genommen hatte, war eben zum einen die Schmerzen der Sehnerventzündung, aber es hat sich was komplett verändert dann 2013. Ich habe immer mehr Schmerzen in den Brüsten bekommen und wurde immer dicker und es hat sich herausgestellt, es waren Brustentzündungen beidseitig. Wurde dann auch operiert, es war immer das Thema im Raum gestanden, Brustkrebs und nach der Operation dann, nee, war es doch nicht. Und das ging dann 1,5 Jahre und in der Zeit 13 Operationen und 13 Mal, Sie könnten Brustkrebs haben. Nee, du hast doch keinen Brustkrebs. War ein ziemliches Karussell und über diesen ganzen Weg bin ich dann 2014 mit Unterstützung von meinem damaligen Neurologen als einer der ersten 300 Menschen in unserem Land an eine Ausnahmegenehmigung vom Bundesamt für Arzneimittel gekommen, dass ich eben Cannabis über die Apotheke beziehen und in einer überwachten Eigentherapie zu mir nehmen darf, um meine Schmerzen zu lindern und um einfach besser mit dem Alltag umgehen zu können und wieder fitter und agiler zu werden. Also du wurdest 13 Mal operiert? Ja. Die haben 13 Mal an dir herumgeschnippelt? 13 Mal an den Brüsten, genau. Um dann dir keine fundierte Lösung zu bringen? Genau. Die fundierte Lösung hat sich dann später ergeben. Im Jahr 2019 gab es dann mehrere Meldungen und hat sich herausgestellt, dass Pantoprazol und ähnliches, also Protonenpumpenhämmer, diese Magensäurehämmer, die wo man so immer zu sämtlichen Schmerzmitteln wie auch Ibuprofen verschrieben kriegt. Damit die Schleimhäute nicht so reagieren, wie sie reagieren. Damit du nicht so angegriffen damit du nicht so der Magen. Diese Magenschutz. Die Magenschutz im Genau. Endeffekt. 15 bis 25% der beidseitigen Brustentzündungen bei Männern kommen genau von den Tabletten und seit 2019 steht es in der offiziellen unerwünschte Arzneimittelwirkungstabelle mit drin. Ja. Und das war der Weg, wie ich an das medizinische Cannabis gekommen bin und warum ich dann auch so dran festgehalten habe, egal was mir für Steine in den Weg gelegt wurden. Ich war in der sehr komfortablen Situation, dass ich durch meine private Krankenversicherung die Kostenübernahme ab dem ersten Rezept 2014 schon hatte. Das heißt, ich konnte wirklich ausprobieren und sehen, wie wirkt sich diese Therapie aus. Ich war zwischenzeitlich auf eine Gehstrecke von 250 Metern runter und bin eigentlich ohne Stock nicht aus dem Haus gegangen. Und jetzt geht es dir besser auf jeden Fall? Ich merke nichts im Moment. Wann hat sich das mit dem Auge wieder beruhigt? Gutes Jahr, dass es besser wurde und jetzt ist es so, dass ein leichter Schatten manchmal zurück ist, aber also ein Kontrastverlust ein bisschen da ist manchmal, aber ansonsten wieder wie vorher. Würdest du sagen, du bist jetzt wieder... Also ich sage ganz ehrlich,
durch Fast diese geheilt. Krankheit, Diagnose und auch den Weg mit der Medizin und diesen ganzheitlichen Umgang damit, weil es betrifft ja auch alle Lebensbereiche. Weil normalerweise, wenn ich nur eine Tablette nehme, habe ich ja überhaupt niemanden, der wo es mitbekommt. Aber bei Cannabis habe ich ja immer das Geruchsthema. Und da habe ich halt auch immer diese Vermischung der Themen dann zwischen Konsumcannabis und medizinischer Anwendung. Und da diesen Spagat zu kriegen und auch die Öffentlichkeit mitzunehmen und abzuholen, ist einfach sehr schwierig und vielschichtig, weil niemand kann in sein Gegenüber reinschauen, warum nimmt er jetzt diese Substanz zu sich? Was will er damit für ein Outcome erreichen? Bei mir ist es so, ich beschreibe es am liebsten mit der Löffeltheorie. Bei MS, ich habe zum Beispiel, sagen wir mal, 20 Löffel am Tag zur Verfügung und jegliche Anstrengung kostet eine bestimmte Anzahl Löffel. Als gesunder Mensch, wenn ich die Löffel mal überziehe, schlafe ich mich aus. Bin ich am nächsten Tag wieder fit. Mit dieser MS, wenn ich die Löffel überziehe, schlafe ich mich aus, aber bin immer noch dann nicht wieder bei den 20 Löffeln, sondern hänge dann irgendwo bei, sagen wir mal, 15 Löffeln in der Früh rum. Und das aber nicht nur einen Tag, sondern manchmal auch eine Woche. Und durch diesen dosierten Einsatz mit diesem medizinischen Cannabis habe ich einfach für mich selber die Möglichkeit gefunden, zum einen mit dem Schmerz umzugehen und ihn zu modellieren, ihn einfach in den Hintergrund zu stellen, dass er nicht mehr in meinem Fokus vorrangig alles überlagert, sondern dass einfach normales Leben und Teilhabe auch ermöglicht ist. Und auf diesem Weg komme ich immer mehr auch zu der Erkenntnis, dass es mir einfach Energie für den Tag gibt. Ich kann dadurch den Fokus halten, kann viel mehr erreichen. Und ganz ehrlich, ich würde diese ganze Reise nicht hergeben wollen oder auch die Krankheit, weil das, was ich da im Moment alles erleben darf, das ist einfach besonders. Und dessen bin ich mir auch bewusst, aber auch dessen, dass nicht jeder bei diesen Themen mitgehen kann und dass einfach in der Gesellschaft Ängste und Befürchtungen da sind. Oft ist es ja auch bei den Älteren so, das Umfeld findet es besser, irgendwelche schweren Opioide, Schmerzpflaster oder Ähnliches zu kleben, aber nicht mal Cannabis in Erwägung zu ziehen, als Extrakt und Tropfenform, als Tabletten. Es wäre einfach nur eine zusätzliche Option, ein optionaler Lösungsweg, den ich zur Verfügung stellen kann. Das ist schon die Einladung. Ja. Wie nimmst du dein Cannabis ein? Also bei mir ist es so, ich habe am Anfang ja geraucht, weil damals gab es ja noch gar nichts anderes so, außer man hat sich die Extrakte selbst hergestellt. Ich habe dann irgendwann nach 2017, nach der Gesetzesänderung, wo es dann Extrakte gab, mal auf das Thema umgestellt, wo es dann auch in der Breite erhältlich war. Und ich muss sagen, die orale Einnahme von Cannabis hat seine Vorteile, weil damit lässt sich sehr leicht ein Base-Level für den Tag herstellen, durch das, dass der Wirkzeitraum, also die 6 bis 8 Stunden beträgt. Du kannst mit 4, 8 Tropfen einfach eine Baseline setzen, um diesen Grundfokus oder diesen Grundlöffelverbrauch einzuregeln. Cool. Und für Schmerzspitzen, Konzentrationsspitzen und Ähnliches braucht man aber auch in der medizinischen Anwendung immer noch etwas, was schnell anflutet. Und da geht halt am Vaporisieren im Moment noch kein Weg vorbei. Erst wenn es irgendein Mittel gibt, Mundspray, Nasenspray, wo einfach eine sehr schnelle Anflutung auch da ist, biete ich da einfach eine Alternative. Und die muss vor allem geruchslos sein. Wie wichtig sind für dich Terpene, weil du gerade geruchslos sagst? Terpene finde ich durchaus sehr wichtig, deswegen ist auch das ein riesiger Spagat, der aber durch Aufklärung und Akzeptanz in der Bevölkerung und Allgemeinheit, und zwar nach meiner Meinung von alt nach jung, weil die Jungen haben einen anderen Umgang damit. Der Umgang ist Konsumkompetenz, die eine andere Generation erlernt. Aber gerade bei dem Thema immer älter werdende Gesellschaft und Alltagsintegration, auch im Zusammenhang mit der Legalisierung oder Teillegalisierung und dem Eigenanbau und den Anbauvereinigungen, hat man einfach auch im höheren Alter, sage ich mal, viel mehr
Berührungspunkte mit dem Thema Cannabis und kommt viel schneller auch auf die Idee, ich möchte das mal ausprobieren zum Thema Schlafen. Einfach um einen erholsameren, besseren Schlaf zu haben. Einfach relaxter aufzuwachen und energisierter in den Tag starten zu können. Der Weg zum Arzt für ältere Leute oder über das Genussmittel Cannabis? Der Weg zum Arzt, weil gerade bei älteren Patienten sprechen wir von Patienten, die sehr oft mehrere Medikamente einnehmen. Und da ist dieses Thema Arzneimitteltherapiesicherheit sehr in den Fokus zu stellen. Und das sehe ich auch die Anbauvereinigungen in der Pflicht, bei ihren Mitgliedern das Mindset und den Fokus dafür zu schaffen, auf dieses Thema zu achten, mit einem Arzt oder Apotheker oder auch, wenn es intern über die Anbauvereinigung geregelt ist, über diesen Weg, dieses Thema, welche Medikamente nehme ich ein? Wie wirkt sich jetzt Cannabiskonsum auf meine Grundmedikation aus? Und zwar nicht nur unbedingt bei Medikamenten, sondern auch bei diesem ganzen Thema Nahrungsergänzungsmittel. Vor allem letzte Woche wurde eine Änderung für das Konsum-Cannabis-Gesetz in Deutschland eingereicht, was jetzt im Bundestag geht, wo die Rauschklausel für den Nutzhanfanbau fällt und Rauchwaren auf Nutzhanfbasis ab nächstes Jahr unter die Tabaksteuer gestellt werden. Ach du Scheiße. Das würde bedeuten, dass THC-freies Cannabis im freien Handel auf breiter Masse verfügbar ist. Und auch bei dem Thema, ähnlich wie beim Rauchen von Zigaretten, habe ich Prävention. Ich muss das Thema Prävention, Konsumkompetenz, Set und Setting einfach fest im Alltag auch der jungen Generation verankern, weil durch diese Änderungen wird einfach dieses Thema unweigerlich allgegenwärtig werden und das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit nochmal herauszustellen. Wenn ich mehrere Medikamente einnehme, ist das schon ein sehr großer Spagat an möglichen Nebenwirkungen und Beeinflussungen und dann lege ich nochmal einen Substanzkomplex drauf. Weil Cannabis, egal ob mit dem berauschenden Bestandteil THC oder auch mit dem Fokus auf das CBD auch hinaus, und da habe ich halt einen komplett anderen Fokus und eine andere Zusammensetzung der Pflanze. Das heißt, ich habe da so viele Wirkstoffkombinationen, die auf einen zukommen können. Und um das Ganze einfach so sicher wie möglich gestalten zu können, muss man dieses Thema in den Fokus stellen und auch kommunizieren. Weil immer nur alles schlecht zu reden oder gut zu reden, bringt nichts. Sondern ich muss einfach auf die Gefahren hinweisen, Optionen bieten, Lösungswege finden und mit den richtigen Ansätzen diese auch auf großer Ebene durchführbar umsetzen. Was würdest du persönlich sagen, liegt der große Anteil der Konsumenten beim Genussmittel Cannabis oder tatsächlich bei Menschen, die indirekt, bewusst oder unbewusst dort eine Eigenmedikation vornehmen? Du sprichst genau einen Riesenpunkt an, das ist dieses Thema Semi-Medic. Das heißt, ich benutze die Substanz nicht zu dem, was typischerweise durch die Presse geht. Ich will mich berauschen. Ich will im Gegensatz dazu das Cannabis benutzen, um mir Vorteile in meinem Alltag zu verschaffen. Das heißt, kratze vielleicht gerade so an dieser sogenannten Rauschschwelle. Aber in dem Fenster, was da davor hängt, weil jeder von uns in seinem Körper ein Endokannabinoid-System hat, was im Endeffekt durch sämtliche Traumata im Leben immer wieder ein bisschen die Funktion ändert. Deswegen funktioniert es auch bei jedem anders. Und da einfach diesen Ausgleichsweg zu finden. Wo habe ich die Defizite? Was brauche ich? Und so kann ich es einfach zum Vorteil auch nutzen und einfach mit mehr Elan und mit mehr Ansporn durch den ganzen Tag und auch durchs Leben zu gehen. Ganz genau. Ja. Es schafft vor allem durch die Neuroplastizität auch enorm viel Resilienz, was ich eben vor allem auch in unserer heutigen Gesellschaft sehr, sehr wichtig finde. Akzeptanz und Resilienz sind so zwei Punkte. Zu dem Thema gehe ich einfach zurück wieder ins Jahr 2012, als mir die MS-Diagnose gestellt wurde. Da habe ich in Aussicht gestellt gekriegt, so wie das bei Ihnen vorangeht. In 5 Jahren
Rollstuhl, in 10 Jahren Pflegeheim. Ui. Ich war damals 32 Jahre alt. Mein Sohn ist gerade auf die Welt gekommen. Nee, das habe ich mir so nicht vorgestellt und auch so nicht mit mir machen lassen. Und was mir sehr viel Resilienz in meinem Leben beigebracht hat, neben diesen Brustoperationen, war auch die Basismedikation für die Multiple Sklerose, wo man sich ja selbst entweder täglich oder mehrmals die Woche oder einmal die Woche eine Spritze gibt. Also damals noch ohne irgendwelche Injektoren, sondern so richtig schön Spritze im Oberschenkel und sich selber geben. Das habe ich dann 10 Monate lang gemacht am Anfang, habe jedes Mal, also wöchentlich habe ich mir die Spritze gegeben und habe mir jede Woche zu Herzen genommen, die Nebenwirkungen gehen weg. Die Nebenwirkungen waren 42 Grad Fieber, 3-4 Tage jede Woche. Und das über 9-10 Monate zwischen den Brustoperationen. Ja, das war sehr anstrengend und zermürbend. Und mir hat mein Sohn da sehr viel Energie gegeben in der Zeit und Durchhaltevermögen. Und das ist, was ich wirklich zum Resilienzaufbau nutzen konnte. Und das sind auch so die Punkte, diese Erfahrungen, warum ich das alles gar nicht wieder hergeben wollen würde. Egal wie es ist, wie schwer. Das ist so. Am Schluss Ja. hat man daraus gelernt. Das ist so. So macht die Natur, das ist ja ein Naturprinzip. Ganz genau. Also viele denken ja, die Katastrophe, die ist die Katastrophe, aber für die Natur ist das immer nur die Chance. Und so ist das halt auch im persönlichen Leben. Für viele Menschen ergibt sich das nicht, weil die vermeiden die ganze Zeit diese Katastrophen oder dieses Leid nach außen hin, sage ich jetzt mal, kompensieren das die ganze Zeit und dann haben sie natürlich am Ende einen Stillstand. Weil oder sie fallen sogar irgendwann darunter zusammen. Ne? Oder sie fallen in eine Suchtabhängigkeit. Oder das, die Kompensation. Und diese Kompensation, die da eintritt, da sind wir wieder bei dem Thema Konsumkompetenz, Prävention und wieder auch das Thema Resilienz. Ja. Was einem einfach in unserer heutigen Gesellschaft mit diesen ganzen äußeren Gegebenheiten allgegenwärtig ist und vor allem auch für unsere jüngeren Generationen, die es mit einer immer älter werdenden Gesellschaft sicher nicht leicht haben werden. Das ist so. Weil jeder von uns weiß, wenn man älter wird, verfestigen sich Meinungen, Facetten, Angewohnheiten. Und je älter ich werde, umso mehr Zeit hatte ich, sowas zu entwickeln. Und wenn wir nicht schaffen, den Leuten einfach dieses Thema Prävention, Achtsamkeit und Resilienz bis ins hohe Alter beizubringen und auch diesen empathischen Umgang miteinander zu pflegen, sehe ich schwarz, dass in unserer Gesellschaft dieses ganze Integrationsprojekt, was wir auf der ganzen Welt sehen, einfach auch Veränderungen vor uns haben, denen wir uns anpassen müssen. Und auch dafür brauchen wir einfach Resilienz und sehr viel Engagement, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, auf allen Ebenen. Das ist nicht Cannabis, sondern das ist, egal welches Thema wir angehen, wir müssen nicht nur uns selbst in den Fokus nehmen, wir müssen wieder viel mehr das große ganze Bild im Blick haben, wie unser Planet einfach weiter existiert. Jeder einzelne Mensch ist der Planet in Reflexion, wenn man so will. Ganz genau, wir sind irgendwo alle doch sehr eng miteinander verwurzelt. Und alles, was wir hier machen und worüber wir hier auch reden, das machen wir ja nicht für uns. Das machen wir auch nicht primär für die Älteren, sondern das machen wir für die Folgegeneration. Dass die auch mit diesem Thema Konsum einen viel gesünderen Umgang als unsere Generation, also bei mir war es sogar noch die Generation, die den Marlboro-Mann und das HB-Männchen gekannt hat. Also, und dieses ganze Thema ist halt einfach auch verschoben worden. Und wir haben aber immer wieder, auch was soziale Medien oder das Thema Medienkompetenz bei den Jüngeren angeht, einfach auch vor uns, wir müssen ihnen Kompetenzen aneignen, die sie nicht nur starr auf ein Thema begrenzen, sondern was sie einfach wie eine Lebensschule für sich als Methodenkoffer verwenden können, um sich Informationen zu beschaffen und nicht nur das Ego, also das sich selbst immer in den Fokus zu stellen, sondern einfach mal mehr wieder auch an das Zusammensein zu denken, was einfach sehr zu kurz gekommen ist über viele Jahre. Ja, das ist unser Beitrag. Wir wollen, dass die Leute wieder zusammenkommen, auch bei unterschiedlicher Meinung miteinander sprechen. Genau. Und auch bei unterschiedlicher Meinung dann weiterhin miteinander sprechen. Bedarf es Übung,
Also sollte jeder, der zum Beispiel jetzt dieses Video sieht oder sich mit diesem Thema beschäftigt, wie zum Beispiel Atemübungen oder Yoga oder Sport machen, oder gibt es etwas, wo du sagst, ganz konkret, das ist zu tun? Was zu tun ist? Was ist zu tun? Das ist wie bei jedem bei uns im Leben und das ist eigentlich ein Tipp für alle. Konsum zu hinterfragen. Wo beginnt Konsum für dich persönlich? Bei manchen beginnt er schon beim Zucker, beim Kaffee. Bei manchen beginnt der Konsum noch nicht mal bei den Zigaretten oder bei Cannabis oder bei manchen auch nicht bei anderen Drogen. Aber dieses Ganze immer wieder für sich zu hinterfragen, warum mache ich das jetzt? Was bringt mir das jetzt? Beeinflusst mich das in meiner größeren Perspektive, was ich da jetzt vorwärts bringen will? Oder ist es einfach nur da, um mich jetzt zu resetten, um einfach wieder relaxed starten zu können und fokussiert in den nächsten Tag zu gehen? Das sind zwei komplett verschiedene Ansatzpunkte. Und jeder kennt das auch aus der Perspektive mit dem Alkohol. Man geht am Wochenende mal feiern, um einfach die Sorgen des Alltags und der Woche hinter sich zu lassen und sich einfach zu resetten. Und da brauchen wir einfach die Akzeptanz auch wieder. Der eine bevorzugt dieses, der andere bevorzugt jenes. Aber nur durch ein Verbot kann ich das Ganze nicht verhindern. Man muss miteinander sprechen und Leute einbinden. Wir hatten bis 1. April im Betäubungsmittelgesetz Cannabis bezogen 14 Straftatbestände. Seit 1.4. haben wir über 52 Bestände, auf die ermittelt werden muss. Die muss ich jetzt erstmal ausschließen. Da geht es dann um solche Themen wie, darf ich Edibles herstellen zu Hause? Da ist so viel Missstand noch in der Aufklärung drin. Es gibt manche Bauern, die sich wieder an das Thema Nutzhanfanbau herangewagt haben und durch diese anstehende Gesetzesänderung, die auch den Indoor-Anbau von Nutzhanf durch die Landwirtschaft ermöglicht, sowie auch das Thema Rauchwaren und Nahrungsergänzungsmittel, was ja durch den Wegfall der Rauschklausel komplett erlaubt wird, haben wir ja da einen komplett neuen Markt, der wo sich ab Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung nächstes Jahr eröffnen wird. Nein, es wird keine Rauschware geben, aber es wird Rauchware geben. Es ist ja wieder dann Setting, Einsatzzweck. Klar. Will ich einfach nur in der Gemeinschaft ein Rauchen und will aber nicht den Rausch haben, habe ich einfach da auch wieder eine Option. Klar. Und ich habe eine Option, meine Nikotinsucht auch ein bisschen eine Suchtverlagerung zu geben. Und auch eine Suchtverlagerung ist nicht immer negativ. Richtig, natürlich nicht. Selbst wenn du Cannabis als Medizin einsetzt, gibt es Patienten, die wo Patient wurden, weil sie Alkoholiker waren oder sind, weil es geht ja nicht einfach weg. Aber bei diesen Leuten ist einfach das Thema gewesen, man hat eine schlimmere Sucht genommen und hat ihnen eine Alternative gegeben und ihnen dadurch aber auch wieder Teilhabe und die Möglichkeit, sich einbringen zu können, gegeben. Für mich im Leben, egal wie alt ich bin, einen positiven Wechsel, einfach nur einen kleinen Perspektivwechsel anzustoßen und wenn sich alle ein bisschen mehr lieb haben, haben wir alle gewonnen. Das stimmt. Und das ist halt immer so ein Yin- und Yang-Spiel. Da du das Video bis hierhin angesehen hast, bist du bereit, einen Daumen nach oben zu geben. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wie man macht auf YouTube und Telegram.